Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir mit gesundem Rezept. Heute stellen wir inshallah eine gesunde Marmelade aus Äpfeln her, da wir gerade Äpfelsaison haben und die Bio-Äpfel in den Gartenkolonien von den Bäumen fallen, sodass viele Gartenbesitzer ihre wertvollen Bio-Äpfel dort einfach verschenken. Und da ich fast jeden Tag durch diese Gartenkolonien jogge oder spazieren gehe, habe ich mir so viele Äpfel angesammelt, dass ich sie gar nicht alle entsaften kann, weshalb ich beschlossen habe, daraus eine köstliche, gesunde Marmelade herzustellen. Und wie man diese ohne Gelatine streichfähig bekommt und wie man sie ohne Zucker haltbar bekommt, das werde ich euch in diesem Video inshallah zeigen. Das hier sind die ungespritzten, naturbelassenen Bio-Äpfel aus der Gartenkolonie in meiner Nähe, die um ein Vielfaches gesünder als die Äpfel aus dem Biomarkt sind, weil sie vollkommen unbehandelt sind. Die werde ich jetzt einfach vierteln, entkernen, wo notwendig entwurmen und hier in die Schüssel geben. Die Schale bleibt dran, denn in und unter der Schale sitzen immer die meisten Vitalstoffe. Hier werde ich jetzt die Schale von 2 Bio-Zitronen abreiben, denn diese Schalen geben einen ganz leckeren Geschmack und natürlich noch eine Menge Gesundheit in die Marmelade. Und diese 2 abgeriebenen Zitronen werden dann auch mit meiner stabilen Edelstahl-Zitruspresse ausgepresst. Beides kommt später zu den Äpfeln in den Topf dazu. Zuerst gebe ich jetzt 1 Liter von meinem dampfdestillierten Wasser dazu. Den Herd habe ich schon mal auf große Flamme gestellt. Dann kommen jetzt 2 Zimtstangen hinzu, eine Cassia und eine Ceylon-Zimtstange, und dann gebe ich ebenso 2 bis 3 gehäufte Teelöffel von diesen Zimtstangen in gemahlener Form hinzu, die ich selbst gemahlen habe. Und dann kommt der Zitronenabrieb hinzu. Die Schüssel spüle ich nochmal mit etwas Wasser aus, damit nichts von der wertvollen Zitronenschale verloren geht. Dann kommt der eben gepresste Zitronensaft hinzu und schließlich Xylit. Und dazu noch einige Messerspitzen Stevia, die die Süßungskraft des Xylits um ein Vielfaches verstärken. Da ich die Äpfel vorher leider nicht gewogen hatte, habe ich hier alles nach Gefühl gemacht, weshalb ich leider keine exakten Mengenangaben tätigen kann. Aber im Rezept später unter dem Video werde ich euch ungefähre Mengenangaben geben, inshallah. Jetzt wird einfach alles verrührt und zum Kochen gebracht und dann auf kleiner Flamme etwa 20 Minuten köcheln gelassen, bis die Äpfel eben weich sind. Während die Äpfel köcheln, habe ich dann die Gläser schon mal sterilisiert, indem ich sie mit Deckel einfach 10 Minuten in kochendem Wasser habe abkochen lassen. Das ist umso wichtiger bei der Marmelade ohne Zucker, damit keine Keime im Glas sein werden, die eventuellen Schimmel verursachen könnten. Sobald die Äpfel weich sind, werden wir das Ganze jetzt mit einem Pürierstab pürieren. Und da kann dann jeder selbst für sich entscheiden, wie er die Marmelade gerne hätte, entweder mit oder ohne Apfelstückchen darin. Ich habe aus den Äpfeln praktisch Apfelmus hergestellt und jetzt kommt das Agar-Agar-Pulver hinzu. Und so habe ich zu dieser Menge ungefähr 3 bis 4 gehäufte Teelöffel hinzugefügt und dann wird dies nochmal gründlich verrührt, am besten mit einem Schneebesen, damit sich das Agar-Agar-Pulver gut darin auflösen kann. Den Herd habe ich schon abgestellt. Das Agar-Agar-Pulver sorgt dafür, dass die Marmelade am Ende geliert. Die abgekochten Gläser werden jetzt mit einer Zange entnommen und dann abtropfen gelassen. Vor dem Abfüllen der heißen Marmelade habe ich einen kleinen Geliertest gemacht und habe etwas davon auf einen kleinen Teller gegeben, das kurz in den Kühlschrank gestellt für 5 bis 10 Minuten und danach sieht man halt, wie schon die Marmelade geliert. Je nachdem, wie fest man die Marmelade gerne hätte, könnte man mehr oder weniger von dem Agar-Agar-Pulver verwenden. Die Gläser werden jetzt nur von außen in die Hand genommen und die heiße Marmelade wird da reingefüllt. Und zwar sollte das Glas ruhig ganz voll bis oben hin gefüllt werden. Danach sollte das Glas sofort verschlossen werden und der Volksmund sagt, dass man das Glas umdrehen sollte für 5 Minuten, weshalb ich das auch getan hatte. Allerdings ist das heute nicht mehr notwendig, besonders dann nicht, wenn man die Gläser vorher sterilisiert hatte, wie ich das ja getan hatte, denn die Umdrehmethode wendet man nur an, wenn man die Gläser vorher nicht sterilisiert hatte, um alle Keime abzutöten. Das feste Verschließen der Gläser gleich nach dem Abfüllen sorgt dann für diesen Unterdruck, wodurch ein Vakuum entsteht. Und dieses Vakuum sorgt für die Haltbarkeit der Marmelade. Solange man die Gläser also nicht öffnet, bleibt die Marmelade haltbar und das kann Monate bis Jahre dauern. Perfekt wäre es, die Marmeladen in einem kühlen Kellerraum zum Beispiel zu lagern oder einfach im kühlen, dunklen Küchenschrank. Sobald man ein Glas geöffnet hat, sollte man die Marmelade dann in den Kühlschrank stellen. Dort wird sie dann noch einige Wochen haltbar bleiben. Inshallah. Wir sehen also, wie super einfach man eine Marmelade herstellen kann, insbesondere wenn man sehr viele Früchte zur Verfügung hat, die man anderweitig nicht mehr verwenden kann.
Und wie wir jetzt gesehen haben, muss eine Marmelade nicht ungesund sein. Sie kann also wirklich ohne Zucker hergestellt werden und ohne Gelatine. Agar-Agar ist ein pflanzliches Geliermittel, welches aus getrockneten Algen gewonnen wird. Wichtig ist jedoch, dass es von Bioqualität sein sollte natürlich, da die Biohersteller auf eine hohe Wasser- und Algenqualität achten beim Herstellen des Agar-Agar-Pulvers. Beim Öffnen eines Marmeladenglases wird man sofort feststellen, ob die Marmelade noch gut ist oder nicht. Durch das Vakuum darin ist der Deckel schwer zu öffnen und beim Öffnen hört man dann ein Plopp-Geräusch. Die beiden Merkmale sind der Beweis dafür, dass das Vakuum noch existent war und damit ist die Marmelade natürlich noch gut. Andernfalls wäre der Deckel sehr leicht zu öffnen und das Plopp-Geräusch wäre nicht zu hören. Xylit ist prinzipiell ein natürlich vorkommender Zuckeraustauschstoff, der sowohl in Pflanzen als auch im Menschen innerhalb des Zuckerstoffwechsels gebildet werden kann. Da es sich also um einen natürlich vorkommenden Stoff handelt, kann unser Körper Xylit normalerweise erkennen, in unseren Stoffwechsel aufnehmen und verwerten. Und da auch der Blutzuckerspiegel kaum durch ihn beeinflusst wird, ist er die ideale Alternative für ungesunden Haushaltszucker. Wir haben eine Menge Zimt in diesem Rezept benutzt, denn Zimt ist ein äußerst effektives Naturheilmittel, denn er kann die Blutzuckerwerte und den Cholesterinspiegel senken und ist außerdem noch sehr reich an sekundären Pflanzenstoffen, sodass er zur Krebsprävention eingesetzt werden kann. Davon abgesehen gibt er der Marmelade einen sehr leckeren Geschmack. Äpfel sind grundsätzlich sehr gesund, denn in allen Apfelsorten stecken verschiedene Biostoffe, darunter sind zahlreiche mit Heilkraft. Vor allem die sekundären Pflanzenstoffe wie Phenole oder Flavonoide wie Quercetin gleichen schädliche Stoffe im Körper aus. Je roter ein Apfel ist, umso gesünder, umso mehr Vitamine und Anthocyane enthält er, welche als Antioxidationsmittel wirken. Die stärkste Antikrebsaktivität konnte übrigens bei der Marke Jonagold gemessen werden. Und ich meine, die Äpfel, die ich hier verarbeitet habe, gehören zur Marke Jonagold Malus Domestica, zumindest im Aussehen nach und da sie eine tiefrote Farbe haben. Wallahu alim, jedenfalls stellten Forscher im Laborversuch fest, dass sich bei der Marke Jonagold Darmkrebszellen um 43% verringerten und Leberkrebszellen sogar um 57%. Subhanallah. Das gesunde weizenfreie Brot hier, welches ich mit der Marmelade bestrichen habe, wie man das herstellt, das werde ich euch in der Zukunft noch in einem Video zeigen, inshallah. Wenn euch das Video gefallen haben sollte und von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert es und teilt es mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.